Hallo Leute, heute habe ich ein weiteres Video und zwar ein Technikvideo. Ja, heute habe ich eine sogenannte TV-Box und zwar die H96 Max. Diese HD-TV-Box ist ja gleichzeitig auch ein Multimedia-Player und ich habe mir die extra deswegen besorgt, weil wir hier ab und zu mal auch eigentlich Fernsehprobleme haben und über Internet eigentlich auch Fernsehen gucken können. Oder wenn natürlich im Moment dadurch, weil wir ja auch Probleme haben hier im Stolberg, ab und zu mal das Internet und auch Fernseher wegfällt, habe ich mir überlegt, die zu besorgen, um mal auch Filme darüber anzuschauen. Ja, ich stelle die, wie gesagt, jetzt euch hier vor, sage euch dann noch die Situation, also Sachen, die Komponenten, die Specs, die das Ding noch hat, und wir werden es zusammen gleichzeitig die auch installieren und probieren und alles, was wir gucken, was sie noch so kann. Da würde ich sagen, folgt mir auf die Vogelperspektive und dann packen wir das gemeinsam mal aus. Bis gleich. Zombie Apocalypse. So, ja, da ist dieses gute Stück H96 Max. Eigentlich nichts weiteres hier beschrieben, nur eben 4 mit 64. Das erkläre ich euch gleich. Packen wir erstmal aus. Machen hier den Knopf auf, also den Aufwärtsknopf. Hier ist die Box. Ja, ziemlich klein. Und hier sind noch eben Stromkabel, eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel und eben eine Anleitung. Gucken wir jetzt mal nach, ob die Anleitung überhaupt Deutsch hat. Nein, sie ist auf Englisch. Gut, ist halt, weil ich das direkt aus China bestellt habe. Es wurde zwar, wie gesagt, hier in Deutschland, also von Europa aus geliefert. Und deswegen brauchte ich keinen Zoll, geschweige denn Mehrwertsteuer zahlen. Ja, hier ist wie eigentlich gesagt ein Stromkabel dabei mit CE-Zeichen. Das ist schon mal okay. Wie gesagt, dann haben wir hier natürlich eine Fernbedienung. Da tun wir nachher noch die Batterien rein. Ne, das ist also hier der Fach mit den Batterien. Hier kommen 2 kleine AAA-Batterien rein. Ja, schlicht und einfach ist diese Fernbedienung. Ja, also Anmachknopf, Menüknopf, Hauptknopf, oben, unten, seitwärts, OK-Button, der Zurück-Button. Dann haben wir noch hier laut und leise und hier unten natürlich ein bisschen dreckig, muss ich mal erstmal sauber machen, ist der Knopf für die Maus. Ja, Maus, ihr fragt euch warum Maus. Ich kann euch das, wie gesagt, dann anschließend gleich zeigen, was man mit der Maus machen kann. Mehr ist auch hier gar nicht nötig. Ja gut, dann haben wir natürlich auch den HDMI-Kabel mit dabei. Das ist relativ okay, weil man hat nicht immer ein Gerät, ein HDMI-Kabel dabei. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, so sieht die Box aus. Hier oben ist eine Schutzfolie drauf, die machen wir ab. Und hier an der Seite sind auch nochmal Schutzfolien drauf. Die machen wir auch ab. So. Jetzt kommt das eben so zum Vorstellen. So, kommen wir mal kurz erstmal zu den Anschlussmöglichkeiten oder was das gut kann. Also das ist wie gesagt die H96 Max 4K Ultra HD. Ja, das ist richtig. Hier ist ein Chipsatz drin von RK3318 Quad-Core mit 64 Bit. Eine GPU ist Pentacore Male mit 450 bis zu 750 MHz. Ja, dann hat es natürlich ein STM-RAM von 4 GB DDR3. Das Netzteil, wie gesagt, läuft mit 5 Volt, 2 Ampere und es ist das Betriebssystem angeblich 9
geschweige denn Android 10 drauf. Das werden wir mal gucken, ob das auch wirklich hier drauf ist oder ob man ein Update machen muss. Dann hat es natürlich auch 64 GB ROM integriert. Dann hat es die Möglichkeit, 4K Videos abzuspielen auf 1080 Pixel und auch ein MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 Versionen, AVI und andere Unterstützung wie MOB, ISO, WMF und sogar MPEG können. Dann können natürlich auch die Videoformate von MP3 und APE, WMA, AAC abgespielt werden und noch weitere. Ja, dann Fotoformat können HD, JPEG, BMP, GIF, PNG und TIFF. Ja, HDR, also natürlich HDR10 und HLG-Modi. USB-Ports hat es natürlich auch, wie man hier so sieht, ist natürlich USB 2 und USB 3. Dann hat es auch eine TFT-Kartenanschluss dabei. Die HD-Varianten, wenn man eine HDD einschließen möchte, kann man auch dann anschließend die Unterstützung FAT 16, FAT 32 und NTFS ablesen. Dann haben wir hier noch einen AV-Anschluss, dann hier kommt der HDMI-Anschluss, das Ethernet, also in dem Sinne das Internetkabel kann da rein und hier ist der Anschluss von dem Ladekabel, also von dem Stromkabel. Sonst haben wir weiteres nichts. Hier wird nachher anschließend oben ein Display sein und gucken wir noch mal weiter. Es hat auch Bluetooth sowie auch WLAN integriert. Die Videoausgang ist 4K. Und der Betriebssystem kann auch in verschiedenen Sprachen eingestellt werden. Ja, was haben wir noch? Ja, das ist natürlich Wi-Fi-Möglichkeiten. Ja, ist wie gesagt da und zwar 2,4 bis oder auch die 5G. Also Wi-Fi 5G kann es auch. Es kann den Internet ist wohl leider nur von 10 und 100. 1000 leider nicht. Ja, Bluetooth ist dann 4.0 und könnte auch natürlich Mäuse oder auch Tastaturen drahtlos akzeptieren. 3D angeblich sollen auch 3D-Videoformate eigentlich unterstützen und ja, was gibt es da noch zu sagen? Ja, also nicht viel. Also wie gesagt, das ist dann noch die kostenlose Internetsuche, tausende von Android-Anwendungen und so weiter und so weiter. Also auch wie gesagt, die Möglichkeit, eine USB-Tastatur und auch eine USB-Maus ist hier möglich anzuschließen. Ja, wie ihr das schon gesehen habt, habe ich jetzt ziemlich schnell erklärt. Das ist auch richtig so, weil viel ist es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, die TFT. Die kann übrigens, glaube ich, bis zu 64 GB. Ich bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher. Ich versuche gerade mal irgendwas zu finden. Ob das, was hier drin steht. Nein, hier steht jetzt rein theoretisch nichts. Also ich kann zurzeit nicht nachvollziehen, wie viel bis wie viel Gigabyte hier das eingesetzt werden kann. Keine Ahnung, also wie viel Gigabyte wirklich da reinpasst. Also ich kann leider im Moment nicht nachvollziehen, wie viel Gigabyte an Arbeit, also an Speicher drin ist. Ich kann euch auf jeden Fall folgendermaßen machen. Ich habe hier es ist ja wie gesagt 9 angeblich drauf oder 8 drauf. Man kann es auch auf 10, also Android-Version, aktualisieren, die Firmware. Da werde ich euch in dem Link unten mal einen Download-Link einsetzen, wo ihr das machen könnt, wo es auch angegeben ist, wie das gemacht wird. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen, dass es auf der Seite möglich wäre. Ja,
ich würde sagen, mehr ist auch hier nichts zu sagen, also auch nichts zu zeigen. Hier ist wie gesagt das CE-Zeichen auch nochmal drauf. Hier steht sogar iOS 10.0 drauf, aber das glaube ich kaum, dass das drauf sein soll, weil das ja angeblich eine 9er Version sein soll. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch 10. Wir werden das mal nachvollziehen, ob das auch gleich im System drin angeschrieben ist. Ich habe auf jeden Fall die 10er bestellt, es sollte eigentlich auch 10 sein, aber wir wissen es ja. Ne? Technik, die Tücken und manchmal auch sagen, heißt auch lange nicht, dass es auch ist. Gut, dann würde ich sagen, ich versuche das jetzt folgendermaßen anzuschließen. Ich werde das nicht auf meinem Fernseher anschließen, sondern ich werde es an meinem Monitor hier vorne anschließen. Und ich werde euch dann, wie gesagt, in diese Richtung euch das gleich zeigen. Da zeigen. Und ja, da würde ich sagen, ich baue jetzt mal alles zusammen und dann werden wir mal gemeinsam das mal checken, was das also kann. Dann bis gleich. Ciao. Eine Ewigkeit später. So, ihr seht mich zwar jetzt nicht, aber ihr hört mich. Ihr seht natürlich meinen verdreckten Monitor, das ich ja gerade selbst hier sehe. Da, also ein bisschen verdreckt. Gut, kann passieren. Soll jetzt auch nur schnell vorzeigen, normalerweise. So, also die Box steht hier, wie gesagt, mit dem HDMI-Kabel an und eben mit dem Stromkabel. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann bootet automatisch hier schon vorne der Boot-Button. Also hier steht jetzt Boot und dort seht ihr, dass der Monitor am Leuchten ist. Er versucht jetzt eine Verbindung aufzubauen. Hier steht immer noch Boot an und ihr wartet jetzt, bis eine Verbindung zu WLAN an ist. Wichtig ist auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig, das ist mir auch schon einmal passiert, gerade eben. Erst bitte am Monitor anmachen und dann erst den Stromkabel an dem Gerät einstecken, weil sonst funktioniert es einfach nicht. So, jetzt steht hier schon die Uhrzeit und ihr seht jetzt, dass das auf dem Monitor dort eigentlich ist. Jetzt nehmen wir hier, wie gesagt, die Fernbedienung und klicken dann eben mit den Pfeiltasten hier. Das könnt ihr sehen. Ich versuche das mal so zu machen. Ihr seht es selbst. Es funktioniert. Dann nehmt ihr einmal das. Ja, dann wird hier unten das Grüne angemerkt. Dann sagen wir ja als nächstes. Wir können jetzt hier mit den Pfeiltasten hoch und runter die einstellen. Wir lassen es aber einmal erstmal so, wie es ist. Gehen auf das nächste, suchen uns jetzt das WLAN-Verbindung an. Nehmt natürlich auch weiter hierhin die Tasten hoch und runter und bestätigt es mit dem OK-Button. Ja? Ihr nehmt jetzt zum Beispiel eben, bei uns ist das jetzt die Fritzbox. Ich muss jetzt erstmal dahin kommen. Jetzt habe ich mal kurz auf der rechten Maus, also hier angeklickt. Dann geht man automatisch hinein. Jetzt kann ich mit den Pfeiltasten nach oben, ich versuche es so zu zeigen, seht ihr, das anklicken. Warum es zweimal drin ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall, vielleicht sind es einmal diese 2,4 GHz oder auch 5 GHz. Das kann ich nicht nachvollziehen. Hier steht auch hier hinter nichts angegeben, weil ich in der Fritzbox es auch nicht angegeben habe. Normalerweise steht bei mir in der Fritzbox hier hinter auch VK5, also oder 5G. Das ist hier nicht, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist. Wir nehmen jetzt einfach mal das und geben natürlich das Passwort ein. So, habt ihr das Passwort eingegeben? Das könnt ihr, wie gesagt, mit den Tasten hin und her bestätigen. Also einmal rechts nach oben. Ich versuche es mal zu zeigen, so dass es ihr sehen könnt. Ihr klickt ihr einfach mal an und dann dies und einmal dann natürlich klar mit OK bestätigen. Dann habt ihr das natürlich da drin. Dann geht ihr einfach nur mit dem Button zurück, hier kurz anklicken, dann geht die Tastatur natürlich runter. Dann müsst ihr wieder versuchen, hier runter zu gehen, indem ihr einfach die Pfeiltasten nach unten geht. Es zeigt hier grün an und wir sagen, wir wollen es verbinden. Dann versucht er den Wifi-Router anzusetzen. Dann sagt er auch, ich habe ein Netzwerk gefunden und ist auch verbunden. Jetzt haben wir hier natürlich klar 2 Haken drin und damit ist es eigentlich verbunden. Wir gehen jetzt als nächstes, nehmen wir einfach nur ganz kurz den
OK-Button. Das ist das, so wie es eigentlich dann aussehen wird. Wir gehen einfach wieder weiter mit der OK-Taste und warten, dass also Setup please use it und dann sagen wir mal einfach nur auf Confirm. Das heißt also, wir drücken einfach nur die OK-Taste. So, jetzt sind wir hier in dem Bereich drin, den wir haben wollen. Also, wir haben hier die Möglichkeit YouTube, Google Play, Apps, Browser, Settings, MyFiles und der Datum. Wir sehen jetzt zurzeit, das Datum ist jetzt nicht korrekt. Wir können jetzt hier mit den Tasten nochmal wieder rüber jumpen nach oben zu den Einstellungen des Dings. Und jetzt sehen wir ja automatisch, wie bei den Handys, dass wir hier, dass die Zeitzonen einstellen können. Also wir sagen einfach mal mit der OK-Taste, dass wir die Zeit aus dem Netzwerk beziehen. Sagen ja, wir beziehen das aus dem Netzwerk. Und natürlich ist klar, dass wir hier die Zeitzone festlegen. Denn die Zeitzone ist ja in dem Sinne noch gar nicht festgelegt, sondern immer nur auf das, was vorher ist. Und zwar 4 Stunden vorher. Wir scrollen jetzt so schnell, so weit runter, bis wir, das ist in New Yorker Zeit, ist ja voreingestellt, wie man hier sieht. Das tun wir jetzt so hin, dass wir ja 1 Stunde oder geschweige denn 2 Stunden vorher sind. Wir nehmen entweder Amsterdam oder Brüssel. Ja, also Brüssel nehme ich immer, da es ja ist. So, dann nehmt ihr natürlich die 24-Stunden-Format, ist auch angegeben. Das heißt, hier brauchen wir es nicht mehr. Zurückzugehen, nehmt ihr dies Zurück-Button. Ihr könnt jetzt hier unten auf MyFiles gehen. Dann zeigt er hier an, dass wir hier eine Möglichkeit haben, wie so eine Art, ja, wie nennt man das, ein Datei-Explorer ist. Man hat hier die Möglichkeit, die SD-Karten einzusetzen, Root, App Manager anzeigen. Das ist aber auch wirklich nur am besten für die Leute, die ein bisschen mehr Profis darin sind. Hier sind aber, wie gesagt, Vive-Server, Einstellungen, Konfiguration und so weiter, kann man noch hier einstellen. Es ist aber, wie gesagt, bitte nur für die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung dazu haben. Für einen Laien oder sonstiges braucht ihr das nicht. Wir gehen wieder mit dem Button hier zurück. Da steht es zweimal, muss ich sogar machen. Zack. So, jetzt haben wir wieder zurück. Jetzt gehen wir mal kurz einmal runter in die Settings-Bereich rein. Und jetzt könnt ihr den Gerätenamen natürlich da oben beim Streamen von Fotos, Videos und anderen Medien von Smartphones verwenden. Man könnte jetzt natürlich einen Gerätenamen hier vorschlagen, indem wir jetzt einmal kurz anklicken und wir lassen es vielleicht als Max sowieso. Jetzt hat er das als Name auch festgenommen und eben übernommen. Jetzt haben wir hier auch das Netzwerk, dann kann man die Konto. Konto ist folgendermaßen wie beim Handy auch. Ihr könnt euch mit Google und mit einem Premium Video, also von Amazon, euch anmelden. Wenn ihr ein Google-Konto habt, dann könnt ihr auch es mit Google-Konto verbinden. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es geht. So, es wird jetzt gemacht und wir warten jetzt, bis natürlich die Einstellung oder zumindest übernommen wird. Ihr gebt jetzt eure E-Mail oder Telefonnummer an für das Google-Konto. Drückt einfach wieder auf die Tasten und schon könnt ihr wieder hier hin und her jumpen. Und mit OK bestätigt ihr das. Gebt euer Passwort ein. Und wenn ihr es getan habt, ihr könnt immer mit den Tasten zurückgehen, um mit dieser Rücktaste könnt ihr den Monitor rüberfahren und geht dann mit dem Browser, also mit den Pfeiltasten nach dem weiter. Ihr könnt jetzt auch natürlich die Google-Sachen auf die Google 2 sichern. Ich mache das jetzt generell nicht, um das zu bestätigen. Kurz anklicken und eben normalerweise müsste das jetzt hier einmal kurz rüber und dann eben kurz auf das OK-Button und dann ist das unten. Jetzt geht ihr hier runter und sagt akzeptieren. Ihr seht das immer nur ganz leicht, diese Form, also um das zu zeigen. Und jetzt haben wir das Google-Konto ausgerichtet. Es wird hier nicht angezeigt, braucht man auch keine Angst zu haben. Es ist auf jeden Fall da. Wir gehen mit dem Google-Button hier mit dem zurück und warten normalerweise, bis die Daten überprüft werden. Ihr wartete vorher dann kam anschließend eine Bestätigung und jetzt seid ihr auch verbunden.
Jetzt könnt ihr noch das Geräteeinstellungen machen, indem ihr noch das Display, Info und so weiter, wie auch auf dem Handy ist, auch bearbeitet. Ihr könnt, wie gesagt, Bluetooth einschalten. Bluetooth ist also auch möglich, Geräte zu finden, die in der Nähe sind. Man sieht hier schon mal, das ist schon bei mir ein Teil. Ich mache das aber jetzt noch nicht der Fall. Ihr könnt den Datum, Uhrzeit einsprechen, die Sprache natürlich einstellen. Die ist hier auf Deutsch noch nicht eingestellt. Ich mache jetzt auf Deutsch. Gehen wieder mit der Pfeiltaste zurück. Ihr könnt zurzeit auch die Tastatur oder Autofill einsetzen. Töne könnt ihr Eingänge könnt ihr einstellen. Speicher, Bildschirmschoner, Standort und so weiter. Ihr gebt also auch die mehrere Möglichkeiten hier einzusetzen. Ihr könnt auch auf One Settings machen. Wenn ihr das angeklickt habt, dann könnt ihr noch, der Vorlauncher ist zurzeit eingesetzt. Ihr könnt auch andere Launcher mit einsetzen. Das braucht man aber nicht unbedingt. Und ihr geht wieder, wie gesagt, mit dem Button zurück. Ja, und ihr könnt auch das Zurücksetzen, Bedienhilfen und so weiter und so weiter. Ja, ihr könnt also auch genug einstellen. Es kann jetzt mal passieren, das ist ja so eine Kleinigkeit, dass ihr am Anfang, habt ihr gesehen, konnten wir das Bild zentrieren, also hoch und runter, seitwärts und Ringchen. Falls es aber nachher feststellt, dass ihr doch hier oben ein paar kleine Lücken habt oder irgendwo ist es nicht mehr möglich hier einzustellen, weil ihr es hier vorhabt, dann geht ihr einfach auf die Eingabegeräte und schaut, ob das hier eigentlich gegeben ist. Ja, das ist da. Und ihr könnt dann anschließend oben auf das Display anklicken, auf HDMI anschauen und ihr geht dann anschließend auf den Zoom. Und dann habt ihr diese Möglichkeiten wieder einzustellen. Nur, jetzt seht ihr, ich habe hier einen roten Balken rechts. Das bedeutet hier, es ist alles korrekt. Ich gehe mit dem Button wieder zurück. Und was ich aber festgestellt habe, ist, wenn ihr es eingestellt habt, könnt ihr komischerweise nicht auf OK klicken. Ob das sich nachher eingestellt hat, weiß ich nicht. Ja, anschließend könnt ihr noch die fixe Rotation, das heißt, ihr könnt noch das auch fixieren, das Netz, oder eben Advanced Settings. Wenn ihr das einstellt, könnt ihr hier auch vom Monitor oder vom Handy, je nachdem, was ihr benutzt, auch noch einstellen. Kalt, warm, scharf, ne? Also das ist alles die Möglichkeit einzustellen. Ja, und wenn man nochmal wieder zurückgeht, mehrmals den Button klickt, dann hat man eben die Möglichkeit. So, jetzt gehen wir mal bei Info und gucken mal tatsächlich, was haben wir für ein Gerät drauf. Ich habe zum Beispiel Android-Version tatsächlich 10.0. Und zwar ist der Standard des Sicherheits-App, das ist 5. Mai 2020. Ja, es ist auch möglich, dieses Gerät ein System abmachen zu lassen. Wir gucken das mal an, ob das auch überhaupt gemacht werden muss. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das jetzt hier mache, aber anscheinend wohl keins zu sein. Er hat also kein System-Update. Ich weiß nicht genau, ob das auch überhaupt möglich ist. Ich habe nämlich gesehen, dass wenn man jetzt zurückgeht, dass man in den Settings, dass gewisse Sachen eingestellt werden können. Ja, wie gesagt, hier ist Settings und Fernbedienung, Zubehör kann man noch mal extra einsetzen. Der sucht jetzt nach Geräten, die Bluetooth gemäßigt sind. Ihr seht selbst, also es gibt die Möglichkeit auch mit Bluetooth-Geräten wie der Bluetooth-Tastatur oder Maus zu finden. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Ja, und hier könnt ihr natürlich klar die Apps einsteuern. Kürzlich geöffnete Apps oder eben alle Apps ansehen. Es sind schon ein paar Apps drauf. Hier sind schon die drauf am besten. Und ihr seht selbst, hier ist AirScreen, Cetus Play, Home Media Center, Firefox, Nova Video, RGS Theme, Explorer und YouTube. System-Apps kann man eigentlich auch anzeigen, indem man, wie gesagt, darunter geht. Und wenn man die dann anklickt, dann sieht man schon ein paar mehrere Apps mit dabei. Hier sind also auch Apps darunter wie Chrome oder aber auch Möglichkeiten wie der Download Manager, Druckspoiler, also alles Mögliche ist hier noch angegeben. Habt ihr das angesetzt oder sagen wir mal, ihr wollt jetzt mal langsam
einstellen. Hier habt ihr zum Beispiel, wenn ihr weiter nach den Button nach oben geht, dann wird hier oben dieser kleine angezeigt und da könnt ihr einfach nur mit OK klicken und schon wird hier der RAM noch mal kurz gelöscht. Das heißt also, Dateien, die Dateilöschen sind, werden automatisch gelöscht. So, wie gesagt, hier braucht ihr nicht drauf zu gehen. Das ist nur die Einstellung. Hier könnt ihr dann anschließend mit dem Browser arbeiten. Dann ihr könnt anklicken, dann wird erstmal der Google Chrome Browser natürlich übersetzt. Er ist auf Englisch, leider. Ihr sagt akzeptieren. Ich sage jetzt einmal nein, ich möchte jetzt nicht runtergehen. Es ist nicht einfach, hier drauf zu kommen. Bin ich jetzt hier dumm? Ich habe das letztes Mal gezeigt oder gesehen, dass das machen kann. Ich lasse es jetzt einfach mal zu, spielt jetzt keine Rolle. Und ihr seht jetzt den Browser auf natürlich Englisch. Ich habe den noch nicht gesehen, dass er wie gesagt auf Deutsch war. Ich habe den noch nur bis jetzt gesehen, dass es auf Englisch ist. Ja, wenn ihr das jetzt habt, ist folgendermaßen. Ihr könnt jetzt mit dem Google natürlich auch weiter arbeiten. Es gibt da ein Problem, das was ich festgestellt habe, ist, wenn ihr gewisse Sachen sucht oder nachvollziehen wollt und ihr wollt runterblättern, könnt ihr das machen. Ja, er zeigt auch an, aber irgendwie habe ich nachher festgestellt, dass ich bei einem Browser hier zum Beispiel jetzt, sieht man das, ich klicke an, nicht mehr nach oben zu meiner Suchadresse komme. Ja, das ist also ein kleines Manko, was ich nicht so schön finde. Ich habe dann auch noch nichts gefunden, wie ich das machen kann. Es sei denn höchstens natürlich, man nimmt den Mausbutton. Dann, wenn man kurz den Mausbutton drückt hier unten, dann wird eine Maus angezeigt. Aber wir haben hier keinen zum Hoch und Runter, einen Scrollbank. Wird also schwierig sein. Wenn ich jetzt also die Taste drauf drücke und betätige jetzt die Pfeile nach oben, nach unten. Normalerweise, ja, das hat er jetzt natürlich wieder zurückgemacht, auf Versehen. Ihr seht aber trotzdem die Maus und ich kann die Maus jetzt, wie ihr seht, bewegen. Ja, ich muss das ein bisschen näher ranhalten, weil die Maschine ist ein bisschen weiter unter mir und jedes Mal das euch zu zeigen ist natürlich nicht einfach, weil ihr müsst die Batterie, die Fernbedienung natürlich direkt zum Gerät halten. Aber hier ihr seht selbst, es geht. Wenn ihr jetzt hier rüber schiebt und anklickt auf Enter, dann seht ihr anschließend auch hier. Aber wenn ihr nochmal auf diesen Mausbutton klickt, dann zeigt ihr hier unten Restore Default Button Mode. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder mit den Tasten oben betätigen. Ihr seht jetzt natürlich, es sind schon einige Teile, sage ich jetzt mal Apps drauf, die gebraucht werden oder gemacht werden können. Hier ist YouTube und so weiter. Ihr könnt euch natürlich dann nachvollziehen, welche Geräte was für was da sind. AirScreen ist natürlich dafür da, um zum Beispiel Filme oder auch Sachen vom Handy aus rüber zu zeigen, sodass er, wenn er auf dem Handy zeigt, das auch auf dem Bildschirm zu zeigen ist. Ja, der restliche Sachen könnt ihr reinsetzen. Ihr könnt natürlich auch, klar, selber in den Play Store auch die Sachen suchen. Ihr macht den Play Store auf und dann könnt ihr oben, wenn ihr rüber geht, jetzt müssen wir hier kurz, dann haben wir einmal kurz die rechte Maus so nach oben. So, jetzt ist hier dunkel, ja, unterlegt und ja, und jetzt könnt ihr dort auch es eingeben, was ihr sucht. Da klickt ihr einfach, wie gesagt, die OK-Taste und dann macht er hier unten zum Beispiel das auch wieder auf. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Facebook haben, so, dann hat er jetzt hier oben schon Facebook Manager gefunden. Wir gehen aber kurz zurück mit der Taste und dann sagen wir einfach mal runter und einfach mal OK und dann sucht er diese Sachen für Facebook. Ja, zurück ganz normal wieder mit den Tasten zurücksetzen und wenn ihr dann anschließend da habt, jetzt könnt ihr natürlich auf den in Google Dienst gehen, also YouTube, dann seht ihr auch die YouTube Sachen hier.
Ich habe das jetzt einmal. Wir nehmen jetzt natürlich das Konto, was wir haben, natürlich. So. Ich melde mich natürlich damit an, wo ich natürlich drüber bin. Ja, und jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier das auch einzusetzen. Ihr seht ja selbst, es funktioniert etwas hier. Ihr könnt also auch Informationen runterfahren. Ihr geht einfach, wie gesagt, mit den Tasten runter. Und hier steht ja sogar für weitere Optionen gedrückt halten. Das habe ich jetzt natürlich nicht eingesetzt. Ihr könnt jetzt also, wie gesagt, kurz anklicken. Ich lasse den Film mal kurz laufen, dann seht ihr, dass es funktioniert. Die Qualität ist, wie gesagt, auch sehr, sehr wunderbar. Und es ist jetzt kein 4K-Monitor, sondern es ist einfach nur ein LED-Monitor. Aber man sieht ja schon noch, die Qualität ist rein theoretisch gut. Ja. Und wie gesagt, ich lasse es jetzt mal kurz laufen. Ihr seht selber, es ist alles flüssig, wunderbar am Laufen. Also man kann hier, wie gesagt, die Videos ganz normal anschauen. Ja, es ist, wie gesagt, ein Katastrophenfilm, den ich noch nicht kenne. Vielleicht werde ich mir auch mal anschauen mit diesem Gerät jetzt hier. Ich habe erstmal die schöne Möglichkeit, das zu setzen. Und aber das könnt ihr auch selber machen. Ich mache jetzt einfach mal wieder zurück. So, und nochmal zurück. Und dann hat man ja sogar noch die Möglichkeiten mehr einzustellen. Ja, dann gibt es natürlich noch folgermaßen, wenn ihr natürlich das habe ich natürlich vergessen zu sagen, wenn ihr jetzt die Button zum Beispiel anklickt hier, dann wird normalerweise ein Menü angezeigt. Ist jetzt hier nicht der Fall. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Oder wenn ihr natürlich den Home-Button anklickt, dann wird ihr automatisch da zurückgegangen. Ich gehe jetzt mal hier in den Browser rein und nach mir jetzt da anschließen, die Menü-Button. Wenn er aufgebaut hat. So. Na komm. So. Jetzt gehe ich mal auf den Menü-Button und schon wird ja ein Unterprodukt, also Untersettings eingestellt. Man kann jetzt hier natürlich noch mit dem Hoch- und Runter-Tapsen, wie man hier so sehen kann, wird das automatisch hoch und runter gesetzt. Ihr könnt das auch wieder wegmachen. Ihr könnt auch, wie gesagt, nachanschließen. Hier oben an den Modulen ist bis jetzt eigentlich noch nicht möglich dran zu kommen. Es zeigt jetzt nur an, dass es die Möglichkeiten eingeschlossen sind anscheinend. Ich denke mal, dann werden die grün unterlegt sein. Das ist jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht hier. Und hier unten in dem Button, wenn ihr dort runter gehen könnt, also geht, dann wird jetzt ja aufgezeichnet. Und da könnt ihr jetzt noch zusätzliche Apps ablegen, die ihr haben wollt. Ja, also legt zum Beispiel den Chrome hier runter oder den Firefox wollt ihr gerne mitspielen oder andere Programme, die funktionieren. Könnt ihr hier unten einfach ablegen. Ja, also ich denke mal, das, was ich natürlich noch nicht gesagt habe, ist, hier kann man noch mit der Laut- und Leise-Knopf machen. Ja, das Ding hat eigentlich gar keinen, das Ding hat selbst natürlich keinen Sound drin. Es kann eben über den HDMI, wird er nur abgespielt. Und mehr ist das eigentlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, brauche ich nicht mehr weiterzustellen und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich mal im Fazit. Da würde ich sagen, tschüss. Ja, da sind wir mit unserem Fazit kurz zurück. Kurzes Fazit, ihr habt es gesehen, die Technik funktioniert einwandfrei. An der restlichen Sache müsst ihr selber ausprobieren, ob eine Tastatur, Maus oder sonstiges auch funktioniert. Ihr könnt es ja auch mit dem Verlängerung hier machen, geschweige denn, wie gesagt, ein USB-Hub drunter stellen. Dann könnt ihr auch dann mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Ja, also die kleine Box, wie gesagt, ist einwandfrei. Die ist wirklich sehr leicht. Ihr seht auch handlich, man kann die auch fast überall mitnehmen. Hat die Möglichkeit auch, wie gesagt, alles abzuspielen. Ihr habt gesehen, es funktioniert einwandfrei. Ja, dann würde ich sagen, auch für ein Fazit, es ist eine Kaufempfehlung wert. Es war jetzt auch nicht wieder günstig, also nicht so teuer. Wie gesagt, aus Tschechien habe ich die bestellen lassen und war innerhalb von 2 Tagen mit der Bestellung komplett hier. Und ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht warm so, das ist also normal. Hier unten sind, wie gesagt, Lüftungsschlitze, aber es ist eine ganz normale Wärme, die man sonst hat. Ja, bis auf natürlich die Maus
dass gewisse Sachen da mit dem Hoch- und Runterscrollen, da ist natürlich noch ein kleines Problem, wo ich sage, da muss gemacht werden. Aber wenn natürlich klar eine Tastatur auf eine Maus gebraucht wird, besonders eine Maus, dann kann man das nehmen. Es gibt ja auch, klar, es gibt ja auch Fernbedienungen, die an der Seite einen Touchpad haben, mit einer Tastatur integriert haben. Werde ich mal gucken, ob ich die vielleicht mal besorgen werde. Ich weiß es noch nicht. Oder auch eine kleine Tastatur, wo ein Mauspad an der Seite ist, wäre auch möglich. Ich werde mal schauen, was ich hier gebrauchen werde und auch bei uns gebrauche. Und ich werde auch mal dieses Gerät deswegen hier benutzen, weil ich habe 2 davon jetzt gekauft. Eins ist drüben in einem Wohnzimmer. Eins wird jetzt hier im Arbeitszimmer als sogenanntes Bereich gesetzt und wird nachher anschließend an der Wand projiziert. Ich werde in der nächsten Zeit nochmal einen kleinen Projektor vorstellen und kaufen und vorstellen. Ich muss erstmal schauen, welches Modell das ist. Und den werde ich natürlich dann euch auch mal vorstellen und gleichzeitig werde ich diese Box darüber anschließen und dann habe ich die Möglichkeit, noch andere Sachen zu sehen. Dann habe ich nicht nur meinen PC, sondern auch die Möglichkeit, vielleicht euch zu sehen oder im weiß ich noch nicht genau. Das ist doch die Zukunft erstmal. Ja, wie gesagt, Kaufempfehlung ist es. Wunderbares Gerät, muss ich sagen. Flüssig läuft es alles. Bis auf die Kleinigkeiten, die man aber verklausen kann. Wenn man vielleicht eine Tastatur hat, geht es eben besser. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt hier für die Technik. Ich würde auch froh, wenn ihr natürlich auch andere Videos von mir anschaut, auch wie gesagt die Dampfer oder auch die Gadgets-Videos, die ich natürlich mache. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann könnt ihr auch mir unten in der Beschreibung, im Kommentar natürlich was hinterlassen. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Ihr könnt mir natürlich auch ein Abo da lassen, wäre natürlich noch schöner. Und Daumen hoch vielleicht auch noch. Ja, okay, wenn ich noch so weit natürlich möchte, dann folgt mir ja noch auf Twitter, Facebook, Instagram. Ne? Da bin ich auch natürlich vertreten. Ja, und da würde ich sagen, schaut euch das Gerät selbst an. Seid da froh mit und ich bin es auch. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja, tschüss.